Willkommen zum Prozess von meiner Bachelorarbeit Babuschka Natura. Babuschka Natura ist für mich ein Vorstoß in die räumliche Erzählung mit nämlich solchen VR-Headsets. Zieht man so an und nachher sieht man um sich herum meine Kreation. Man taucht also in den Raum ein, den ich gestaltet habe, den ich programmiert habe und animiert habe. Bisher habe ich gewusst, wie man einen Raum erstellt und simple Interaktion programmiert. Mein letztes Projekt, wo ich das umgesetzt habe, heisst Flora Musica. Und das ist eigentlich so eine ständige interaktive Momentaufnahme. Und mit dem Projekt jetzt von Babuschka Natura wollte ich Dramaturgie, Story und Veränderung in das Ganze hineinbringen. Die Idee für die Geschichte ist, vom Wald in die Zellen zu den Atomen zu reisen. In diesem Video reflektieren wir jetzt meinen ganzen Prozess aufgrund von seinen Top 3 Wendepunkten. Wow! Der Wechsel so ein bisschen von der freieren Experimentierphase in die Umsetzungsphase. Bei der Experimentierphase ist es vor allem darum gegangen, mit dem Programm Versuche zu machen und Sachen auszuprobieren, um besser verstehen zu können, was überhaupt meine gestalterischen Möglichkeiten sind. Auch ist es darum gegangen, ein Konzept für die Ausstellungssituation zu entwickeln, weil das die Gestaltung von meinem Projekt maßgeblich beeinflussen könnte. Ich habe während dieser Zeit auch meine theoretische Arbeit geschrieben und bin sehr fest inspiriert worden von der Literatur, die ich gelesen habe. Es haben sich komplexere Story-Ideen entwickelt. Ich habe Pläne gemacht, von der atomaren Ebene dann wieder zurückzureisen in den Wald und dass man währenddem immer mehr Teil wird von dieser Welt, die man hier besucht. Nach der Wende ist es dann darum gegangen, die Erkenntnis in einen klareren Schlachtplan zu komprimieren. Meine komplizierteren Story-Ideen habe ich dann als zweite Stufe für nach dem Bachelor auf die Seite gelegt. Den Zeitraum für den Bachelor wollte ich nutzen, um einen starken Boden zu machen. Die simple Reise vom Wald in die Zellen zu den Atomen ist meine Geschichte geblieben. Was die Ausstellung angeht, so habe ich mich entschieden, Sound und Dunkelheit als verbindendes Element zwischen dem physischen Raum und dem virtuellen Raum zu nutzen. Mit Infrarotlampen kann sich mein Headset auch im Dunkeln zurechtfinden. Darum wird also der Ausstellungsraum komplett dunkel sein und somit das Schwarz, das Dunkle von Babuschka Natura in den physischen Raum ziehen. Wartende Besucher bei der Ausstellung würden dann von außen vom Raum nur den Sound herausbringen. Damit man den Sound auch von außen hört, habe ich eine Zusammenarbeit gestartet mit dem Soundkünstler Martin aka Robot. Seine Soundinstallation kann man mit dem Ton von meiner Erfahrung räumlich passend zum Bild, das man dann im Headset sieht, verbinden. Also wenn man etwas rechts sieht, dann kommt der Ton auch von rechts. Und wenn man sich dreht, dann passt sich die Installation dem an. Die Dunkelheit und das Schwarz, das ja extrem wichtig in meinem Projekt ist, sollte dann in meiner Darstellung wie eine formbare Masse behandelt werden. Was aber das andere komplementäre Element ist zu der Dunkelheit, das am Schluss das Bild ausmacht, das wollte ich nochmal hinterfragen. Und das bringt uns zu Wende 2. Zum Zeitpunkt der Wende 2 habe ich bereits schon einige Hürden gemeistert und so ein simples Gerüst zu meinen 3 Szenen gemacht. Dabei habe ich versucht, so eine weiche, runde Masse darzustellen, die wie materialisiertes Licht wirkt. Das hat aber leider überhaupt nicht funktioniert, weil die Modelle haben extrem viele Rundungen gehabt und Rundungen kann die Quest überhaupt nicht gut verleiden. Die vereinfachte Version von dem Ganzen, was ich dann gemacht habe, hat auch überhaupt nicht funktioniert, weil es einfach dann gar keine Weichheit mehr hat.
Also einen ganz neuen Ansatz an müssen, einen, der nicht so viele Rundungen hat. Und ich habe dann Bilder gezeichnet auf durchsichtigem Hintergrund und die auf Flächen aufgezogen. Indem ich dann die Flächen ineinander gesteckt habe, konnte ich Räumlichkeit erzeugen. Während ich verschiedene Versionen von dem Ansatz entwickelt habe, hat sich auch die Dramaturgie und der Ton weiterentwickelt. Plus hatte ich noch eine Idee, wie ich die Zellen ein bisschen interessanter gestalten könnte. Ich hatte sehr viele Probleme mit dieser riesigen Vakuole. Ich habe mich dann durch den frischen Wind von dieser neuen Gestaltung dafür entschieden, die Vakuole wegzulassen, aber dafür die Zellen in der Prophase darzustellen. Das ist genau so vor der Zellteilung, wenn sich die Fäden, die Spindeln bilden. Der Sound hat sich auch entwickelt bis dahin. Ich habe eine Zusammenarbeit gestartet mit einem Sounddesigner. Mit ihm zusammen habe ich ein Soundlibrary erstellt aus Tönen, die ich dann daraus auswählen und die verändern und weiterentwickeln. Ich habe zum Zeitpunkt von Wende 2 dann schon bereits einige Umweltgeräusche eingefügt, aber noch nicht so ein genaues Konzept jetzt zu den eher melodischen Geräuschen. Die Dramaturgie hat sich zu diesem Zeitpunkt vor allem auf die Übergänge und die Interaktion konzentriert. Die Übergänge vom Wald in die Zelle und von der Zelle in den Wald werden ausgelöst, sobald man sich abduckt. Dann wächst das ganze Umfeld bis zu einem Punkt, wo es dann einen kleinen Schnitt gibt zu der nächsten Szene. Als Outro habe ich zu diesem Zeitpunkt daran gearbeitet, dass einem immer mehr Atome anfangen zu folgen, bis man gänzlich eingedeckt ist. Für all die Übergänge, Outro und Aufenthalt in den einzelnen Szenen habe ich je 1 Minute einberechnet. In der Wende 3 geht es jetzt um meine Bemühungen, alles in eine abschliessende Form zu bringen. Die Ausgangslage vor dieser Wende war wie folgt. Das Licht, Animationen, die Scripts und der Ton sind dramaturgisch sowie räumlich angerichtet. Die Übergänge sind immer noch so ausgelöst worden durch das Ducken, aber ich habe mich von dieser Outro-Idee verabschiedet, die ich bei Wende 2 erwähnt habe, einfach weil ich keine Zeit mehr für das habe. Jede Sequenz war immer noch eine Minute lang und ich habe während dieser Zeit auch noch mal eine andere ästhetische Version ausgebaut und angefangen mit Partikelsystemen zu arbeiten, um diese ganze Szene ein bisschen mehr Bewegung zu bringen. Aber was sind jetzt also die Probleme und die Lösungen gewesen? Mich hat immer mehr gestört, dass es bei den Übergängen einen kleinen Schnitt gibt und der Ton nicht schön durchgeht. Darum habe ich im Programm Änderungen gemacht, die das Problem zwar behebt, aber auch die Kapazität des Projekts vermindert. Es war nicht mehr möglich, bei den Übergängen das ganze Umfeld zu vergrössern. Das hat dazu geführt, dass ich mit dem Licht angefangen habe, selektiv zu beleuchten. Das hilft erstens, den Betrachter zu leiten und zweitens gibt es einen interessanten Effekt, weil so ein Umgang mit Licht im physischen Raum eben nicht möglich ist. Das hat dann aber wiederum nicht gut zu dieser malerischen Ästhetik gepasst, weswegen ich dann doch das Konzept weiterentwickelt habe, das ich bei Flora Musica entdeckt habe. Das ist ja, weisse Flächen mit farbigem Licht zu beleuchten. Das hat dann sehr gut gepasst zu dem Licht und dieser Lichtdramaturgie. Und ja, weitere Hinweise und Erklärungen gebe ich euch jetzt während dem Zusammenschnitt vom momentanen Endergebnis. Das Intro mit dem Gras, das sich langsam bildet, passend zu der Musik. Dann wird vereinzelt das Umfeld beleuchtet mit einer selektiven Beleuchtung. Man sieht die schwarzen Umrisse von Pflanzen, die in die Beleuchtung gerade nicht einbezogen werden. Das Umfeld verschwindet dann wieder, bis man nur noch das Gras sieht, um den Betrachter auf das zu konzentrieren. Wenn ich mich jetzt runterducke, dann löst das den nächsten Übergang aus. Man merkt, der Ton verändert sich und das Gras wächst. Es wird dann abstrakter und man geht in die Zelle hinein. Da auch interaktiv, also man kann mit diesen Elementen, mit diesen Partikeln und Chloroplasten zusammenstoßen. Die Spindeln, die wachsen langsam rein, während man dort ist. Und jetzt ist es Zeit für den zweiten Übergang. Wieder ausgelöst durch die Betrachtung
Man merkt, wie jetzt auch die Musik abstrakter wird und ganz tief wird, wie ja auch wir tiefer in den Raum vordringen sind. Und da auf der Atomebene, wo man mit den Partikeln zusammenstoßen kann, die Ebene nach dieser Wende auch sehr abstrakt umgesetzt, nicht mehr das wissenschaftliche Atommodell. Und beim Outro würden sich die Partikel einfach nah bis nah auflösen. Ich hoffe, ihr habt es spannend gefunden und ihr freut euch darauf, bald in Babuschka Natura einzutauchen.